There's a new cowgirl in town. Wir stehen jetzt vor dem Kapitol. Das ist das Regierungsgebäude in Austin, also für Texas. Und hier passiert die Politik des Landes. Und das Tolle ist, es ist für Besucher offen. Man kann reingehen und sich alles anschauen, was wir auch gleich tun werden. Und ich finde es einfach total beeindruckend, wie die das erbaut haben, wie schön die Architektur ist mit dieser wundervollen, schönen Rotunda. Und innen drin ist das extremst detailliert aufgebaut. Sieht richtig schön aus. Wir stehen jetzt hier an der Kapitolerweiterung. Unter uns sind ungefähr noch mal 2 Stockwerke. Und das, was man hier im Hintergrund sieht, den Seitenangang des Kapitols, das ist gar nicht alles. Unterirdisch gibt es noch ganz viele unzählige Büros. Wahrscheinlich sind die gezählt, aber wir haben das jetzt nicht gemacht. Wir gehen jetzt rein ins Kapitol und achtet mal auf die ganzen coolen Details, zum Beispiel hier an der Tür. Und wenn man die Tür aufmacht, seht ihr auch gleich in der Ecke. Also wir sind jetzt unter der Rotunda und hier sieht man an den Wänden all die letzten Gouverneure des Staates Texas ausgestellt in einem gemalten Ölgemälde. Und was man auch sieht, also es geht bis ganz nach oben, bis zum allerersten. Und man sieht hier auch überall die State Troopers, die sorgen dafür, dass hier nichts passiert und hier Ordnung herrscht. Und wie immer überall wunderschöne Details auf dem Fußboden, dann Holzvertäfelungen. Also es ist unglaublich schön. Wenn man sich für Architektur interessiert, muss man hier auf jeden Fall her, wenn man mal in Austin ist. Wir gehen jetzt eine Etage höher, um uns auch noch mal die Gouverneure weiter oben anzuschauen, aber auch um zu schauen, ob wir in die Kammern kommen, wo die Regierungsleute sitzen und ihrem Business nachgehen. Und wieder eine Gouverneurin an der einen Seite und an der anderen. Also es gibt auch Frauen in der Regierung. Und das ist schon eine Weile her, also sehr früh in der Geschichte. Also ganz oben ist eine Mini-Wendeltreppe. Ich weiß nicht, wozu die ist. Vielleicht, damit man da oben dann raus kann, um die Flagge zu hissen. So, ich habe gesehen, die Kammern sind offen. Deswegen zeige ich euch jetzt das Repräsentantenhaus. Wir gehen jetzt in den Westflügel.
Und hier kann man dann reingehen ins House of Representatives oder wie auch immer. Also ich traue mich gar nicht laut zu sprechen, weil das ist hier so ein bisschen wie in einer Kirche. Es fühlt sich einfach so, ich sag mal, schwer an, so wichtig. Und hier auch wieder ganz viele Details. Die Kronleuchter mit einem texanischen Stern. Und die Fensterläden. Oh, das ist, glaube ich, alles noch original. Oder zumindest original nachgebildet. Mein Herz geht hier auf. Es ist einfach so viele schöne Details. Hier hat jeder so einen coolen Arbeitssessel. Und auch alles in schön gepflegtem Holzstil. Mit softem Teppich. Teppich ist ja ganz groß in den USA. Aber es nimmt halt auch die Lautstärke raus. Ne? Deswegen da ist auch Sinn dahinter. Heute wird natürlich nicht gearbeitet, weil es Wochenende ist. Ansonsten kann man hier wirklich reingehen, während hier die Sitzung stattfindet. Ich wollte gerade Veranstaltung sagen. Und hier ist auch Pflicht, immer den Hut abzunehmen, obwohl es in Texas natürlich Tradition ist, einen Cowboyhut zu tragen. Hier ist wieder was für die Leseratten, die Bibliothek. Wobei ich glaube, dass die Bücher dort nicht ganz so spannend wie Romane sind, aber dafür sehr, sehr wichtig. Hier wieder so ein wunderschönes Detail. Ja, eine Bank mit dem texanischen Stern. 1836 hat Texas die Unabhängigkeit von Mexiko deklariert. Und 1845 wurde Texas dann ein Staat der Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz unten sieht man, dass der aktuelle Gouverneur gar keinen Platz mehr für einen weiteren Gouverneur gelassen hat, weil die nämlich wandern. Die Bilderrahmen gehen hier Schritt für Schritt rum, bis alles voll ist. Und dann kann halt kein neuer Gouverneur mehr gewählt werden. Wir haben jetzt mal gezählt, es ist noch Platz für 6 Gouverneure an den Wänden, dass man das als Besucher noch sehen kann. Hier ist der Eingang zur Galerie, wenn man in den Senat schauen will. Aber hier ist jetzt geschlossen, wahrscheinlich weil da kein Guard ist, der kontrollieren kann, wenn du reingehst. Aber wenn man eine Etage tiefer geht, da ist die Tür offen, da können wir gleich einen Blick reinwerfen. Wir gehen jetzt in den Senat. Hier ist doch grün, ne? Der andere war doch rot, oder? Also, es sieht hier schon noch mal einen Ticken edler aus, finde ich. Das ist halt Senat, ne? Wir sind jetzt im Keller sozusagen und man sieht sofort den Unterschied. Hier ist es viel, viel simpler gehalten. Es gibt weiterhin die wunderschönen Holzbänke und winzig kleine Details, aber alles viel, viel schlichter. Aber für den Keller sehr schön. Kotmann und Hobby. Schon coole Namen. Was für ein Sternzeichen hat Schnabel? Das ist auch eindeutig ein Wassermann. Wir gehen jetzt in die Erweiterung des Kapitols, sozusagen das, was wir euch vorhin von oben gezeigt haben. Zeigen wir euch jetzt aus dem Bauch des Inneren. Ja. Und was ich auch noch mal erwähnen möchte, in der Woche ist hier richtig viel los, ganz viel Gewusel, weil natürlich die ganzen Mitarbeiter da sind. Was hier auch bei vielen Namen auffällt, ist das Deutsche. Weil natürlich in Texas sich sehr viele Deutsche niedergelassen haben. Das heißt natürlich, nie einfach aus der Geschichte, was wir wissen. Das ist wirklich ein Grill. Hier wird gegessen. Ach, guck mal, Frühstück und Lunch. Hier gibt es nochmal ein Stockwerk tiefer, oder es geht hier nochmal ein Stockwerk runter. Und somit sind wir mit unserer kleinen Tour am Ende angelangt.
wir sind wieder auf Entdeckertour und auf dem Weg haben wir einen Chickenladen entdeckt, Tumble 22 Hot Chicken. Und dort haben wir uns Chicken Burger bestellt und ich einen Salat, wer glaubt es. Und das war richtig, richtig gut. Extrem zartes Hühnchenfleisch, gute Dressing, das Brot. Echt, also allem richtig, richtig lecker. Und mein Salat war nicht so gesund, aber richtig nährend. Ich bin echt gut satt geworden. Arriba, arriba. In Villabajo wird noch mit der Hand gespült. Hä? Aber wo war der andere Ort? Da gab es diese Werbung immer von Priel. Da haben die schon mit Priel gespült. Na egal. Das ist doch eindeutig ein Herz mit einem Arsch. Aber einen knackigen Hintern. Sehr schön, sehr schön. Ich sag ja, ich liebe Details. Hier hat jeder einen Mülleimer. Und sind die nicht ein bisschen wichtiger? Ja, sonst hätte man keinen eigenen Papierkorb, ne? Das ist Bob. Bob. Bob, der Der. Bau. Bau. Meister? Ja. Okay. Nee, das ist Bob Bullock. Ist ja klar.